Hi, schön, dass du da bist. Ich möchte heute über etwas sprechen, das mich und sicherlich viele andere in letzter Zeit beschäftigt. Ich spüre in meinem Freundes- und Bekanntenkreis immer mehr Polarisierung. Die Standpunkte werden härter, die Meinungen extremer. Und manchmal habe ich das Gefühl, manche wollen mich richtiggehend auf ihre Seite ziehen, auch wenn das so weit weg von meiner Sicht ist, dass es schon fast grotesk wirkt. Und natürlich denke ich daran mit einem kleinen Augenzwinkern, ich bin bestimmt nicht der Manipulierte hier. Aber genau das ist ja der Punkt. Es geht nicht um Überheblichkeit. Es geht darum, dass wir alle Menschen sind und dass wir alle in Situationen geraten können, in denen Emotionen stärker sind als Klarheit. Und ich finde, es sollte einfach nicht passieren, dass Menschen durch wen auch immer so beeinflusst werden, dass sie am Ende Entscheidungen treffen, die ihnen sogar selbst schaden können. Gerade in einer Demokratie ist es doch wichtig, Dinge zu hinterfragen, bevor man sich festlegt und bevor man andere mitzieht. Dieses Auseinanderdriften der Standpunkte zusammen mit dem immer extremer wirkenden Zeitgeschehen hat mich motiviert, diese 4 Folgen zu machen. Mir geht es dabei nicht um Parteipolitik, sondern um Klarheit. Links, Mitte, rechts, wir alle profitieren davon, wenn wir bewusster prüfen, bevor wir etwas glauben oder weitertragen. Viele Menschen haben heute nicht ein Informationsproblem, sondern ein Klarheitsproblem. Du siehst etwas, liest etwas, hörst etwas und plötzlich ist da Druck im Körper. Wut, Angst, Verachtung. Manchmal glaubst du es sofort, manchmal zweifelst du sofort und am Ende bist du entweder überflutet oder willst gar nichts mehr davon hören. Und das Schlimmste ist, selbst wenn du merkst, dass da Manipulation läuft, bleibt oft dieses Gefühl von Ohnmacht. Und irgendwie kippt es sogar in Gesprächen mit Menschen, die du eigentlich magst. Genau darum geht es in dieser Mini-Reihe mit 4 Folgen. Klar bleiben im Infochaos. Nicht alles glauben, aber auch nicht allem misstrauen, sondern so klar bleiben, dass du nicht verdreht wirst. Die heutige Folge 1 trägt den Untertitel Manipulationen erkennen, nicht verdrehen lassen. Wir besprechen dabei, wie Emotionen, Scheinmehrheiten und koordinierte Stimmung funktionieren und wie du das sauber checkst, bevor du reagierst. In Folge 2 geht es um News dosieren, nicht überfluten lassen. Dabei baust du dir ein Nachrichtenfenster und einen kleinen Reset ein, damit dein Nervensystem nicht dauerhaft in Alarm lebt. Folge 3 macht Vorschläge zur Basisvorsorge, also nicht ohnmächtig bleiben, mit einem realistischen Plan für 72 Stunden, zum Beispiel ohne Strom und Wasser, ohne Panik und Drama, damit du Handlungsfähigkeit zurückbekommst. Und in der letzten Folge 4 geht es um Gespräche führen, Beziehungen schützen, ohne zu eskalieren. Also wie du bei schweren Themen reden kannst, ohne zu kapitulieren oder ohne zu explodieren. Und heute starten wir mit Folge 1, Manipulation erkennen, nicht verdrehen lassen. Und vielleicht kennst du das auch, du schaust kurz auf dein Handy, ein Video, ein Post, ein Kommentar und zack, du merkst, wie dein Körper reagiert. Puls höher, Ärger oder Angst steigt auf und manchmal auch dieses Gefühl von, ich wusste es doch, genau so ist es. Und genau da beginnt das Problem, denn dein Gefühl ist echt, aber das ist kein Beleg für die Realität. Und noch was Wichtiges, es geht heute auch nicht darum, dass du alles prüfen musst. Das würde kein Mensch durchhalten. Es reicht, wenn du lernst, die großen Sachen sauber zu checken. Vor allem die Sachen, die dich emotional packen und sofort in eine Richtung schieben. Wenn dir diese Reihe hilft, dann abonniere Neovara und gib einen Daumen nach oben.
Nicht, weil du irgendwas musst, sondern weil du dann die nächsten Folgen nicht verpasst und mir gleichzeitig damit hilfst. Vielen Dank für deine Unterstützung. Viele stellen sich Propaganda wie früher vor. Plakate, Lautsprecher auf der Straße, Staatsfernsehen. Heute läuft das viel leiser, aber gleichzeitig auch viel brutaler. Heute sind das zum Beispiel Inhalte, die exakt so gebaut sind, dass sie dich emotional hochfahren. Wut, Angst, Verachtung, Häme. Nicht, weil das zufällig so ist, sondern weil Emotion Reichweite, Klicks und Abos bringt. Zweitens Scheinmehrheiten. Und das ist ein ganz fieser Trick. Du liest einen Post und darunter tausende Kommentare, die alle in die gleiche Richtung gehen. Und dein Gehirn denkt automatisch, okay, dann wird das wohl stimmen. Alle sehen das so. Nur Kommentarspalten sind oft keine Realität. Kommentarspalten sind Stimmungsräume. Und Stimmungsräume kann man gegebenenfalls auch erzeugen. Drittens, dann noch die Koordination, also viele Accounts, die dieselben Botschaften in Varianten wiederholen. Und das sind manchmal echte Menschen, manchmal sind es Fake-Accounts und manchmal sind es Bots. Manche sind schlicht bezahlte Kampagnen. Kurz zur Erklärung, ein Bot ist ein automatisierter Account. Es ist also kein Mensch, der gerade am Handy sitzt und einen Post abschickt, sondern ein Programm, das Beiträge postet, liked oder kommentiert. Manche Bots sind ganz harmlos, zum Beispiel für Wetter oder andere Services. Problematisch wird es, wenn Bots Stimmung machen sollen. Dann wirken sie wie echte Leute, schreiben tausendmal ähnliche Kommentare, pushen ein Thema nach oben und erzeugen so den Eindruck, Mensch, das sehen ja alle so. Und das ist eben die Gefahr, denn Masse kann unser Gehirn beeinflussen. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass viele Beiträge, die von Bots stammen, sehr, sagen wir mal, seltsame und platte Stammtischmeinungen vertreten. Der Text ist aber grammatikalisch perfekt geschrieben, inklusive Zeichensetzung und fehlender Tippfehler, die ja eigentlich für Handynutzer obligatorisch sind. Für mich ist das ein Kriterium, dass diesen Beitrag ein Bot geschrieben hat. Es könnte aber auch sein, dass die Bots dies zukünftig auch noch lernen und sich anpassen. Du musst aber nicht für jeden einzelnen Fall beweisen können, ob es ein Bot oder ein Mensch geschrieben hat. Es reicht, wenn du weißt, sowas gibt es und es wirkt. Beim BBK, also beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, gibt es übrigens auch Informationen zur Cybersicherheit und Desinformationen. Den Link findest du in der Beschreibung des Videos. Und jetzt der Satz, den ich dir heute wirklich mitgeben möchte. Wenn dich etwas sofort packt, ist es besonders wichtig, langsam zu werden. Eine beruhigende Atmung ist dann zwar wichtig, aber in diesem Fall versuchen wir nicht, das Thema einfach wegzuatmen, damit alles schön wird, sondern kurz langsam werden, damit dein Kopf wieder am Steuer sitzt. Dazu gebe ich dir einen Tipp, der banal klingt, aber er rettet dich davor, reflexhaft zu reagieren. Wenn du merkst, du wirst innerlich aufgewühlt und wütend, dann mach Folgendes. Sag innerlich, Stopp, ich muss darauf nicht sofort reagieren. Stell dir dann nur eine Frage. Was genau ist hier eigentlich los und wie kann ich das einordnen? Und damit sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Viele Diskussionen laufen schief, weil wir versuchen, etwas zu prüfen, das in dieser Form gar nicht prüfbar ist. Und dann wird es emotional und unklar, obwohl wir doch eigentlich nur verstehen wollen, was Sache ist. Und darum machen wir eine kleine Sortierung, nicht akademisch, sondern ganz praktisch. Wir sollten also erst erkennen, mit was wir da eigentlich genau konfrontiert werden. Manchmal ist etwas einfach nur eine Meinung. Du kennst diese Sätze. Ich finde, das ist alles Unsinn. Oder für mich ist klar, dass das so und so ist. Meinungen können klug sein,
und oder komplett daneben liegen. Aber eine Meinung ist kein Beweis und sie muss auch nicht widerlegt werden, weil sie oft eher ein Gefühl oder eine Haltung ausdrückt. Dann gibt es Erlebnisberichte. Mir ist das und das passiert oder ich kenne jemanden, bei dem war das so und so. Das kann wahr sein, es kann aber auch maßlos übertrieben sein, aus dem Zusammenhang gerissen oder schlimmsten Fall erfunden sein. Das Entscheidende ist, Erlebnisberichte wirken sehr glaubwürdig, weil sie menschlich sind, aber sie sind oft schwer nachprüfbar, wenn nicht weiterer Kontext dazukommt. Und dann gibt es Behauptungen, also Sätze wie dies und das ist passiert, das wurde beschlossen, XY hat gesagt. Das ist die Kategorie, bei der es sich wirklich lohnt, genauer hinzuschauen. Behauptungen sind nämlich grundsätzlich prüfbar. Und wenn sie groß sind, brauchen sie Belege. Und dann noch ganz wichtig, es gibt Prognosen. Bald wird das und das passieren oder in ein paar Monaten passiert jenes. Prognosen fühlen sich oft wie Fakten an, weil sie so sicher vorgetragen werden. Aber häufig sind es eher Ängste in Zukunftsform oder auch Wünsche in Zukunftsform. Man kann darüber nachdenken, aber man sollte Prognosen nicht behandeln, als wären sie schon Realität. Allein diese Sortierung macht schon etwas Entscheidendes. Sie holt dich raus aus dem Nebel und jetzt kommt der nächste Schritt. Der erste Schritt ist ein ganz kleiner, aber wichtiger Schritt, nämlich Stopp. Nicht teilen, losschießen, nicht in die Kommentarspalte springen. Und zwar nicht, weil du zu schwach bist, sondern weil dein Kopf im Affekt schlechter arbeitet. Manipulation liebt Geschwindigkeit. Der zweite Schritt ist Quelle. Wer sagt das? Und was ist das für ein Absender? Ist das ein Medium, das grundsätzlich Korrekturen macht, wenn es falsch lag? Das wäre ein wichtiger Hinweis auf die Seriosität des Absenders. Oder ist das ein Kanal, der von Empörung lebt und jeden Tag das nächste Drama braucht? Und hier darf man ganz nüchtern sein. Viele verdienen Geld mit Aufmerksamkeit. Wenn Aufmerksamkeit das Geschäftsmodell ist, dann ist Übertreibung oft kein Unfall, sondern Methode. Der dritte Schritt ist Abgleich. Findest du eine zweite unabhängige Bestätigung? Und zwar nicht irgendwo hat es noch jemand gepostet, sondern gibt es eine seriöse Stelle, die das ebenfalls berichtet oder einordnet. Und der vierte Schritt ist Ursprung. Wo kommt die Sache wirklich her? Ist das ein kurzer Clip, der aus einem langen Video geschnitten wurde? Ist das ein Screenshot ohne Link? Ist es eine Überschrift ohne Artikel? Je mehr du zum Ursprung zurückgehst, desto mehr löst sich oft das Gefühl auf, dass alles ganz eindeutig sei. Wenn du diesen Check machst, passiert etwas. Du wirst nicht mehr automatisch in eine vom Autor gewünschte Richtung gezogen, sondern du entscheidest wieder selber. Kleiner Hinweis, in der Videobeschreibung findest du einen Link zu einem Arbeitsplatz für dich zum Download als PDF-Datei. Das sind die 4 Schritte und die wichtigen Warnsignale aus dieser Folge nochmal kompakt drauf. Dann hast du es griffbereit, wenn du das nächste Mal wieder konfrontiert wirst. Hilfreich bei der Bewertung von Informationen sind Warnsignale. Und ich sage bewusst dazu, ein Warnsignal ist kein Beweis, dass etwas falsch ist, aber es ist ein Signal, dass du nicht im Autopilot-Modus bleiben solltest, sondern eher vorsichtig sein solltest mit der Übernahme dieser Information als Wahrheit. Ein Warnsignal ist maximaler Affekt. Wenn du merkst, dein Körper geht sofort hoch, dann lohnt sich ein kleiner Abstand. Nicht, weil das Thema unwichtig ist, sondern weil es genau so gestaltet sein kann, dass du nicht mehr prüfst, sondern nur noch reagierst. Ein zweites Warnsignal sind Extremwörter, zum Beispiel alle, niemand, immer, nie, endgültiger Beweis,
Jetzt ist alles klar. Solche Wörter sollen dir künstlich Sicherheit geben. Eine künstliche Sicherheit ist ein gutes Werkzeug, um Menschen zu lenken. Das nächste Warnsignal ist maximale Sicherheit ohne Belege. Du kennst das. Jemand behauptet etwas mit der Stimme eines Richters. Aber wenn du fragst, woher weißt du das, kommt nichts Konkretes. Seriöse Menschen sagen dann meist dazu, ich weiß das aber nicht sicher. Menschen, die manipulieren wollen, sagen das nicht, weil sie dich festhalten wollen. Dann gibt es Handlungsdruck. Teile das schnell, bevor es gelöscht wird. Das ist ein ganz primitiver Trick. Druck bringt dich dazu, die Prüfung zu überspringen. Und das ist genau die Absicht. Ein weiteres Warnsignal ist Schwarz-Weiß-Propaganda und Sündenbock-Denken. Komplexe Dinge werden in eine einfache Geschichte reduziert. Ein Schuldiger, eine Gruppe, ein Feindbild. Und plötzlich wirkt alles einfach. Nur, die Welt ist selten einfach. Und wenn sie künstlich vereinfacht wird, ist das oft keine Hilfe, sondern eine Methode. Und dann gibt es seit einiger Zeit auch noch den Spiegeltrick. Jemand wirft dem Gegner genau das vor, was er selbst tut. Das verwirrt, weil du plötzlich nicht mehr weißt, wo links und rechts ist. Und in der Verwirrung greifen Menschen dann einfach nach dem lautesten Satz. Und ganz zum Schluss Scheinmehrheit. Schau dir die Kommentare an, alle sehen so aus. Damit wird eine Aussage nicht automatisch wahr. Und jetzt kommen wir genau zu diesen Scheinmehrheiten. Ich mache das jetzt aber bewusst ohne Technik, ohne Detektivspiel, ohne dass du irgendwen entlarven musst. Du brauchst nur ein gesundes Gefühl für Muster. Wenn du einen Post siehst und darunter sind innerhalb von kurzer Zeit extrem viele Kommentare, die alle in dieselbe Richtung drücken, dann darfst du dir denken, das könnte eine künstliche Welle sein. Wellen entstehen manchmal natürlich, aber manchmal werden sie auch einfach angeschoben, um dem Thema mehr Relevanz zu verleihen, als es eigentlich verdient. Achte auf Ähnlichkeit in der Sprache. Wenn viele Kommentare dieselben Schlagwörter nutzen, dieselben Formulierungen, dieselben emotionalen Trigger, dann fühlt es sich oft weniger wie echte Vielfalt an, sondern mehr wie ein manipulativer Chor. Achte auf Profile und Profilnamen, die wie Einzweckprofile wirken. Keine normalen Interessen, keine normale Mischung aus Leben und Humor oder Alltag. Nur ein Thema immer wieder ohne Pause. Das ist zwar nicht der Beweis für einen Bot, aber es ist ein Hinweis. Hier geht es vielleicht um den Austausch, nicht um den Austausch, sondern um Druck und Manipulation. Achte auch darauf, wie diskutiert wird. Eine echte Diskussion hat meistens Argumente, Fragen, Nuancen. Manipulative Stimmungsmache arbeitet dagegen oft mit Etiketten. Wenn du das nicht glaubst, bist du so und so. Das ist nicht Dialog. Das ist ein Versuch, dich in eine bestimmte Ecke zu drängen. Und ich finde dann diesen Satz wichtig. Du kannst einfach sagen, ich bewerte diese Information nicht als Beweis. Hast du schon mal so eine Kommentarwelle erlebt, wo es sich eher nach Chor anfühlt als nach echter Diskussion? Schreib mir gerne in die Kommentare, welches Muster dir aufgefallen ist. Nicht welches Thema, eher das Wie. Und wenn du Anmerkungen hast oder Ideen für neue Videos, schreib sie gerne dazu. Bilder und Videos sind heute so mächtig, weil sie direkt wirken. Sie überspringen den Kopf und gehen direkt ins Bauchgefühl. Und genau deshalb sind sie ein Lieblingswerkzeug für Menschen, die manipulieren wollen. Dein erster Schritt sollte immer Kontext sein. Frag dich, wo ist das passiert? Wann ist das passiert? Was war davor? Was war danach? Ein 10-Sekunden-Clip kann völlig echt wirken und trotzdem eine komplett falsche Geschichte erzählen, weil das davor fehlt. Ein zweiter Punkt ist, sei vorsichtig mit Screenshots, also
Bildschirmkopien oder Ausschnitten. Screenshots wirken wie Beweise, sind aber oft das Gegenteil. Sie sind schnell gemacht, schnell verändert, schnell aus dem Zusammenhang gerissen. Und selbst wenn der Screenshot echt ist, fehlt oft die Frage, aus welchem Umfeld stammt er? Und was ist die Quelle? Gibt es den Originaltext noch? Und der dritte Punkt ist der wichtigste. Große Behauptungen brauchen große Belege. Wenn ein Bild oder ein Video eine riesige Schlussfolgerung triggern soll, dann ist es besser, erst einmal abzuwarten. Nicht, weil du langsam bist, sondern weil du sauber bleiben willst. Du darfst also sagen, das berührt mich, aber ich warte, bis ich mehr weiß. Das ist erwachsenes Denken und kein Wegschauen. Ich gebe dir zum Schluss 3 Regeln wie ein kleiner Schutzvertrag mit dir selbst. Einfach so, dass du weniger leicht gedreht wirst. Regel 1. Ich teile nichts, was ich nicht selbst in einem Satz begründen kann. Wenn du es nicht erklären kannst, ist es oft eher ein Impuls als Information. Und Impulse gehören zu dir, aber sie gehören nicht automatisch ins Netz. Regel 2. Große Behauptungen heißt 2 unabhängige Quellen, bevor ich es glaube oder weitertrage. Nicht, weil du misstrauisch sein musst, sondern weil die Konsequenzen groß sind. Große Themen haben große Wirkung. Regel 3. Wenn ich es nicht prüfen kann, etikettiere ich es innerlich als unbestätigt. Nicht als wahr, nicht als Lüge, sondern einfach unbestätigt. Das nimmt Druck raus und es hält dich frei im Kopf. Und das ist das eigentliche Ziel dieser Folge. Nicht, dass du alles weißt, sondern dass du wieder entscheiden kannst, was du glaubst und was du weiterträgst und was du erst einmal stehen lässt. In der nächsten Folge geht es um den nächsten Schritt, Nachrichten dosieren und nicht überfluten lassen. Denn selbst wenn du Manipulation erkennst, bleibt trotzdem ein Problem. Dauerfeuer macht müde, macht hart, macht hilflos. Wir finden einen Weg, wie du informiert bleiben kannst, ohne dass dein Nervensystem jeden Tag im Alarm lebt. Gute Zeit für dich und bis nächste Woche in Folge 2.